Willkommen zu Part 2 der Blaterna Tutorial-Serie Rendervorbereitung und Presets. Wir befinden uns in einer neuen Blender-Datei. Dort löschen wir zunächst die Kamera und die Lampe. Die benötigen wir hierfür nicht zur Veranschaulichung und bewegen uns im Endpanel in das Blaterna CR-Reiterchen ganz unten am Ende und betätigen den Create Render Setup Button. Der importiert dann aus der hinterlegten Blend-File alle nötigen Objekte, die das Add-on braucht, um zu laufen. So, die Untermenüs klappen wir kurz ein, die benötigen wir vorerst nicht. Wir gehen das Schritt für Schritt durch. Über das Ausklappmenü kann die Render-Engine gewechselt werden. Hier kann das Dateiformat gewechselt werden. Ich nehme jetzt mal zur Veranschaulichung wechsle ich es einfach mal auf WebP, verwende ich ganz gerne, ist jedem selbst überlassen, ist Geschmackssache oder Anwendungsfall, je nachdem. Hier kann dann auch noch dieser Teil geändert werden, also, ob ich jetzt 'n Filmic oder 'n RAW oder 'n Standard oder halt, ja, den voreingestellten Standard von Blender AGX verwenden will. Das kannst du hier verändern. Für Normal Maps empfehle ich RAW, schaltet das Add-on übrigens automatisch um, wenn Normal Maps gerendert werden, dass dass die RAW-Einstellung für diesen Rendervorgang übernommen wird. So, dann können wir Freestyle bequem hier aktivieren, können die Line Thickness einstellen. Da wähle ich jetzt, da wir mit kleinen Auflösungen jetzt arbeiten werden, 0,125 und der transparente Background kann auch hier aktiviert und deaktiviert werden. Wir lassen den Background transparent. Die Filter Size, ich weiß nicht, Geschmackssache. Wer eher in die Pixelart-Richtung will, tendiert eher zu 'nem Wert gen 0 und den wählen wir hier auch. So, in der Render Resolution, das ist mir zu hoch. Jetzt arbeiten wir einfach mal mit 128 mal 128 Pixeln und fangen bei Frame 1 an und enden bei Frame 1. So, dieser Teil ist damit eingestellt und jetzt öffnen wir das dritte Menü. Dort kommen wir in die Kameraeinstellungen. Die aktive Kamera ist schon gewählt. Wenn ich was anderes auswähle, klappt sich hier was ein, aber das zeige ich euch jetzt im Detail. Ich wähle mal Kameraansicht und befinde mich dann hier. Wenn ich jetzt den Select Active Camera Button drücke, wird die aktive Szenenkamera ausgewählt und dann öffnen sich deren Einstellungen. Die Hauptkamera für den Charakter ist hier in dem Fall schon voreingestellt als aktive Kamera beim Import. Die kann allerdings auch gegen die mitgelieferte Top-Down-Kamera getauscht werden. Wer jetzt Top-Down rendern möchte, kann dies auch in alle Wege tun. Ist jedem überlassen, welche oder man kann auch eigene Kameras verwenden. Es ist jetzt nicht an die Kameras hier gebunden. Die könnt ihr hier einfach wechseln, wie ihr das wollt. Und dann kommen wir auch schon zu den Kameraeinstellungen. Background Images können eingeschaltet werden, hilft zur Orientierung und zur Zentrierung des Objekts. Jetzt gehe ich zunächst hin und drehe die Kamera ein Stück und dann zentrieren wir zuerst unsere Kamera auf das Objekt. Dazu nehme ich den Zoom ran und bewege mich in der Z-Richtung. So ungefähr. Und jetzt gehen wir ein bisschen raus und versuchen das Objekt genau an die Kanten zu ziehen. So sollte das erstmal jetzt für den Showcase passen. Und dann können wir etwas rauszoomen. Und dann ist die Kamera eingestellt. Ihr könnt lieber mehr als zu wenig Rand verwenden. Der kann nachträglich durch die Software auch noch entfernt werden. So, jetzt denke ich, ist mein Objekt ziemlich gut in der Mitte zentriert. Und die Rotation könnte natürlich auch noch angepasst werden.
In Kombination mit der Z-Location müsste man 'n Mittelwert finden. Aber grundsätzlich 45 Grad dürfte wahrscheinlich für die meisten in Ordnung sein. Aber es hält euch auch niemand davon ab, andere Winkel der Kamera einzustellen. So, dann kommen wir zu unserem allerobersten Teil hier oben, das Preset-Menü, Add Preset-Button und den Delete Preset-Button. Das aktuell ausgewählte Preset wird hier oben immer angezeigt. Das hier ist noch ein Schönheitsfehler. Wenn kein Preset ausgewählt ist, wird automatisch eins aus der mit ausgelieferten Presets angezeigt. Allerdings ist es nicht aktiv, es ist nur ein Textteil, der hier oben fehlerhafterweise angezeigt wird. Allerdings, das behebt sich jetzt gleich, wenn ich ein Preset wähle. Dazu adde ich das Preset zunächst und gebe ihm einen Namen. Tutorial. Und erledigt. Dann finden wir unser aktuelles Preset Tutorial hier und können halt zwischen den Presets hin und her wechseln. Wie ihr seht, ist die Kamera äh, auch nicht in der Position geblieben, da sie in diesem Preset anders gespeichert ist. Wenn ich hier wieder zurückkehre, werden nicht nur die Rendereinstellungen, sondern ebenfalls die Kameraeinstellungen und die aktive Kamera im Preset gespeichert, sodass ihr konsistent arbeiten könnt. Ja, dann sind wir schon mal beim Einrichten unserer Rendervorbereitung und mit den Presets fertig geworden. Dann freue ich mich, wenn ihr in Part 3 wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.